Ich bin die Patricia von Schwarzwald Crafts. Heute werde ich dir zeigen, wie du super einfach eine Tischdecke nähen kannst. Dafür brauchen wir 1,4 Meter von einem Stoff deiner Wahl. Wichtig ist, dass bevor wir mit dem Nähen anfangen, dass wir hier an der rechten Seite des Stoffes eine Markierung mit 4 cm machen. Und ich benutze hier ein Lineal, ein Patchwork-Lineal, die hier die Markierungen hat. Du kannst auch ganz normal eine normale Lineal benutzen. Du kannst eine normale, so eine Aqua wasserlösliche Stift benutzen. Ich benutze die von Brim oder eine Kreide, einen Stoff nähen. Kreide ist auch okay. Ich finde die einfacher zum Sehen nachher. Das mache ich jetzt der ganze Rand. Bevor wir mit dem Nähen anfangen, nachdem wir den ganzen Stoff gezeichnet haben, das ist 4 cm, werden wir jetzt mit dem Bügeleisen hier in der Markierung falten. Und dann nur hier in die Ecke. Die Markierung ist. Hier, dass wenn man hier aufmacht, dass man sehen kann. Das machen wir der ganze Stoff, der ganze Außenseite von der Stoff. Nachdem wir die ganze Seite von der Stoff gefaltet haben und gebügelt haben, können wir hier sehen, wo es gefaltet ist. Dann kommen wir mit der äußere Seite von der Stoff bis in die Markierung . Und da tun wir wieder nur die äußere Seite so bügeln, dass wenn ich die falte, die nicht mehr so hoch ist. Es muss nicht sehr präzise sein, es ist nur, dass wenn man, wie gesagt, dass es nicht so hoch steht beim Nähen. Wenn ich einen Teil gemacht habe, was ich immer mache, ist, dass ich entweder mit so Pins komme und dann hier festmache, dass es nicht wieder aufgeht, oder mit einfachen Nadelchen. Nur so, dass es dann noch ein bisschen nachdrückt. Das macht ihr die ganze Seite weiter von der Stoff. Gut, jetzt habe ich die ganze Seite des Stoffes gefaltet. Die ganze Seite des Stoffes gefaltet. Jetzt können wir mit dem Nähen anfangen. Jetzt, dass alles markiert ist, können wir mit dem Nähen anfangen. Ich fange lieber an in der Mitte vom Stoff, weil in die Ecken immer so viel Stoff ist, dann ist immer ein bisschen komplizierter. Dann fange ich immer lieber in der Mitte. Ich nehme eine Seite, tue ich den Stoff in die Nähmaschine und dann ich tue immer einmal rückwärts nähen ein bisschen, dass der Stich bleibt. Wichtig ist aufzupassen, dass der Fuß von der Nähmaschine immer hier mit der linken Seite ranfährt.
Ich benutze noch eine mittlere Stich. Wenn du willst, kannst du deine Nähmaschine so machen, dass der Stich dann hier links rumläuft. Ich benutze bei dem Stich, weil es einfach sein soll, einfach in der Mitte. Wenn du auch keine Nähmaschine hast, es ist kein Problem. Das kann man alles per Hand nähen. Man braucht nur ein bisschen mehr Zeit, aber es ist machbar. Jetzt nähe ich bis hier in die Ecke, dann zeige ich euch, wie man das dann machen kann in die Ecke. Gut, jetzt sind wir hier in die Ecke gekommen. Was ich mache, ist, dass ich dann der Pin, die Nadel rausnehme. Ich gucke immer, ob hier ein bisschen Stoff rausguckt. In dem Fall guckt es ein bisschen raus. Das gefällt mir nicht. Wenn es dir nicht stört, ist es kein Problem, kannst du lassen. Nehme entweder mit der Finger durch rein, mache ich so mit einer Pinzette kurz. Durch das einfach so ein bisschen reinfalten und wieder zu drehen. Und das werden wir ganz normal weiter mit der Nähmaschine einmal geradeaus und dann kurz zurück, dass es zuschließt. Jetzt gehe ich einmal zurück, drei Stiche, 1, 2, 3 und dann weiter nach vorne und fertig. Dann tue ich das Füßchen hoch, drehe ich, schaue, dass mein Fuß hier links passt und so werde ich die ganze, und dann Fuß runter, und so werde ich die ganze Seite von der Tischdecke weiter nähen. Jetzt, dass wir fast am Ende schon sind, was ich mache, ist, dass ich einmal hier weiter nähe und hier, wo ich da schon genähte Naht finde, tue ich einmal noch vor und zurück nähen und dann ist schon fertig unsere Tischdecke. Und so sieht unsere Tischdecke fertig aus. Und wie hat es dir dieses Projekt gefallen? Lass uns deine Meinung unten in die Kommentare. Gib uns bitte ein Like und abonniere unseren Kanal, dass du immer unsere Videos sehen kannst. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!